Moin. Moin. Gut, dass man Moin auch mitten am Tag sagen kann, weil wir haben es wieder nicht früh geschafft. Das kriegen wir irgendwie nicht gebacken. Egal. Es kommt, wie es kommt. So auch unsere Touränderung für heute. Wir wollten ursprünglich auf einen Campingplatz fahren, hinter Kiel. Das wäre aber relativ weit gewesen und die Wettervorhersage für heute Nacht ist ziemlich kalt. Und wir haben beide keinen Bock drauf und es wird mal Zeit für einen Waschtag. Und Also Klamotten waschen. Ja. Und ein bisschen die ganzen Gerätschaften laden müssen wir auch. Deswegen Hotel. Mitten in Kiel. Dann kann man noch ein bisschen den Abend nutzen. Und das war schon wieder viel zu viel der Worte. Wir fahren jetzt los. Das sind sie wieder, meine Lieblingswege mit dem grünen Mittelstreifen. Wir sind wieder auf der Nordseite des Kanalwegs oder des Kanals und da ist das Gras besonders hoch. Ja, also man muss schon sehr konzentriert fahren, um mindestens zwei Räder oder um wenigstens zwei Räder auf der Spur zu halten. Aber es schüttelt ordentlich durch, der Motor arbeitet wieder kräftig. Ja, andere Wege wären besser. Und ich hatte noch kein Frühstück gehabt. Anja auch nicht. Ja, nachher geht es mir wieder besser. Aussicht eines Liegeradlers auf den Kanal. Ab und zu sieht man ihn mal. Aussicht eines Zweiradradlers auf den Kanal und auf den Markus. Ah, 30 Meter Entspannung. Als ob diese Grasmittelstreifen nicht schon schlimm genug wären. Es sind da auch überall noch Maulwurfshügel, über die ich drüber fahren muss. So, ich habe die Schnauze voll von diesem Weg. Wir sind jetzt ausgewichen, fahren jetzt auf einem Radweg und entlang der Straße, die entlang des Kanals weitergeht. Und mal gucken, wie weit wir damit kommen. Aber ich will wieder normal fahren können und nicht nur Gras fressen. Nach 15 Kilometern sind wir jetzt in Rendsburg angekommen. Es waren aber eher gefühlt 30 Kilometer. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Wird aber auch echt Zeit. Mein Keller hängt im Magen. Nee, andersrum. Mein Magen hängt im Keller. Also hoffentlich finden wir was Schönes. So, wir sind frisch gestärkt und hatten endlich unser Frühstück. Allerdings ist uns ein Malheur passiert. Wir haben versehentlich den Schlüssel von unserer
Übernachtung übernommen von dem Fass, in dem wir übernachtet haben. Dummerweise waren wir schon 15 Kilometer entfernt von der Unterkunft. Ja, also falls euch das mal passieren sollte, wir haben das jetzt so gelöst, wir haben einfach ein Taxi gerufen und haben eine sogenannte Kurierfahrt beauftragt und der Taxifahrer bringt jetzt für 35 € den Schlüssel zurück. Ernsthaft? Tja, wir sind ratlos. Die Schwebefähre ist außer Betrieb, aber sie kommt. Und neben uns stehen 3 Autos in Schlange und es sitzt niemand drin. Ja, die heutige Etappe ist eine, die sehr viel Flexibilität und Spontanität uns abverlangt. Die Schwebefähre ist tatsächlich außer Betrieb und die wartenden Autos haben sich vermutlich als die Autos oder Transporter der Handwerker entpuppt. Tja, jetzt fahren wir wieder ein Stück zurück. Da gibt es einen Fahrrad- und Fußgängertunnel. Ob ich da mit meinem Gefährt durchpasse, das werde mal sehen. Ansonsten, wir sind flexibel. Wir machen das Beste draus, wie immer. Also dann bis zum nächsten Haltepunkt und Umplanungspunkt. Check. Den Fahrrad- und Fußgängertunnel in Rendsburg kann man auch mit dem Liegedreirad befahren. Man braucht halt den Aufzug. Aber der ist groß, da passen auch 2 Liegedreiräder nebeneinander rein. Passt, die Tour geht weiter. Zehn Drängelgitter später sind wir wieder en route. Ich frage mich immer, was diese Drängelgitter sollen. Da könnte man doch einfach einen Pfosten in die Mitte machen, dass kein Auto rein kann und fertig. Da gibt es kein gedrängelt, wird ja eh nicht, weil die meistens eh meilenweit von der Straße weg sind. Könnte man sich auch sparen und man kommt mit breiten Rädern einfacher durch. So, genug gemeckert, es geht weiter.
Meine geliebten Wege sind wieder da. Ich freue mich. Endlich mal wieder ein Schiff. Ich dachte schon, da wäre Funkstille auf dem Kanal. Also es ist wirklich wenig los, wenig Fußgänger, wenig Radfahrer und wenig Pötte. Wir nähern uns unserer letzten Fähre für heute, hoffentlich. Und haben vorher noch ein kleines positives Erlebnis, nämlich der Weg, der die ganze Zeit zweigeteilt war, ist zwar immer noch zweigeteilt, aber in der Mitte nicht mehr mit Gras, sondern mit Kies aufgefüllt. Naja, einen halben Kilometer allerhöchstens, aber trotzdem eine Erleichterung. Anjas Uhr braucht Strom, mein Handy auch. Mir schadet ein bisschen Nahrungszufuhr auch nicht. Wir haben hier leckere Sonnenblumenkekse aus dem Café Milch und Zucker in Rendsburg am Paradeplatz. Die sind richtig lecker.
Und nachher gibt es noch ein Schoko, was war das? Ein Schoko-Cookie. Hier nun der Schoko-Cookie. Ebenso gut. Schade, dass ihr das nicht schmecken könnt. Also nochmal für alle, die ein Liegedreirad haben. Wenn ihr die Idee haben solltet, den Nordostseekanal zu fahren, lasst es. Vielleicht ist es im Mai besonders schlimm, wenn da alles aus dem Boden sprießt, aber es macht echt keinen Spaß. Da ist das Gras einfach hoch und man fährt da mitten durch. Ihr habt es auf den Bildern gesehen. Lasst es sein. Sucht euch eine andere Route. Es gibt schönere Strecken. Wir sind an der Kieler Bucht angekommen und genießen jetzt ein wenig die Stille am Meer. Naja, fast Meer. Wir konnten nicht ganz klären, ob die Kieler Bucht jetzt zum Meer dazugehört oder nicht, aber es ist Wasser und es ist ruhig. Ja, und danach geht es zur Unterkunft. Hinter uns ist der Leuchtturm.
Hat er einen Namen? Das ist der Leuchtturm von Kiel-Holte. Ja, jetzt wisst ihr es. Tja, eine Fähre hatte ich doch tatsächlich noch vergessen, die wir noch nehmen müssen. Und zwar direkt in Kiel. Die kleinste Fähre über den Nordostseekanal. Im Internet war zu lesen, dass der Fährmann besonders nett ist und dass bis jetzt jedem geholfen wurde, der rüber wollte. Bei mir hat er sich weggeduckt. Gut, vielleicht war es jetzt nicht gerade die beste Besetzung beim Fährmann, vielleicht war gerade der krummeligste an der Reihe. Sehr ungeschickt. Ja, er hat uns angeschnauzt, er hat seine Fährzeiten zu beachten, wir sollen gefälligst drüber. Ja, jetzt ein paar freundliche andere Radfahrer haben uns geholfen, das Rad drüber zu heben über die schmale Passage, da haben wir das doch hingekriegt. Jetzt sind wir auf der anderen Seite und suchen das Hotel.